Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes Trails in the Sky SC, das zweite Kapitel der Trails in the Sky Trilogie. Und für die sich wundern, warum der letzte Teil so abrupt geendet ist, weil ich es kann. Und wir sind mitten in der alten Schule hinter der Genesauer Royal Academy und sind immer noch auf der Suche nach dem Geist. Und ja, wir sind in diesem Untergrund gelandet, haben Dorothy auch nach Hause geschickt, weil sie ein bisschen gefährlich war. Wir haben auch schon den ersten Boss besiegt und jetzt werden wir dieses Gemäuer erkunden. Und ja, das ist so der Plan. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der aufgebaut ist. Aber ich habe mich dazu entschieden, erstmal so linksrum alles zu gehen. Und dann werden wir ja schauen, ob das die richtige Richtung war. Und wenn wir auf die, warte mal, von ist rechts gesehen, ne? Egal, gehen wir mal hier rein. Was ist da? Ah, eine Truhe, sehr gut. Und wenn wir nämlich auf eine Treppe oder sowas stoßen, dann werden wir da erstmal wieder zurückgehen, um diese Etage komplett auszuerkunden. Warte mal, ja, immer weiter links, von mir aus gesehen jetzt, ne? Nicht von den Figuren. So, was ist das denn? Ein Tornado. Und zwar ohne Bierflasche. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber ja, zum Erkunden ist natürlich der Bild von den Figuren, die völlig überlevelt sind, genial. Und das nutzen wir natürlich auch aus. Boah, ich habe jetzt... Warte mal, hier bin ich rausgekommen. Okay. Hier geht's auch weiter. Ist aber auch nur ein Raum. Cool. EP Charge. What you have taken from this chest you can never restore. Das stimmt. So nicht. Ich kann alles wiederherstellen. Well, crap. Was haben wir hier? Monster. Okay. Ein komisches Pferd. Okay. Ich meine, wenn ich alle irgendwie so halbwegs gut wegbekomme, dann ist es doch echt kein Problem. Machen wir 3 nochmal hier mit weg. Bam. Zack, 3 weg, sind nur noch 2 übrig. Die sollte ich ja wohl auch relativ schnell wegkriegen. Zack. Ja, das war nochmal ein guter Bosskampf. Ich sag ja, wenn man überlevelt ist, ist vieles sehr viel angenehmer. Feather Brooch. This is the 56th chest you've opened. Congrats. No, just kidding. I'm not even counting. Aber können wir nicht zählen? Ach nee, das ist erst in den anderen Teilen, wo man wirklich mitzählen kann, weil der Tracker im Menü einfach angezeigt wird. Da geht man hier irgendwie einfach nach oben. Achievements, doch hier, warte mal. Rank, aber da stehen die Truhen nicht dabei. Battles, Victories, Losses. Da steht halt in den anderen Spielen ganz einfach auch dabei, dass man so und so viele Truhen schon gemacht hat. Gehen wir mal hier runter. Das sieht ganz richtig aus. So richtig geht's hier? Nee, Gott sei Dank. Insulting Tape. It's a vase, it's a pot. No, it's Super Chest. Dum, 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 dum. Spinne. Ich habe ja nichts gegen Spinnen. Ich finde Spinnen im echten Leben eigentlich ziemlich nett. Die machen so viele nützliche Sachen, wie die essen die ganzen Fliegen weg. Also ich finde, Spinnen kann man nicht böse sein. Sehen vielleicht ein bisschen gruselig aus, aber meine Güte, no matter how desperately you loot, you can't find anything in the chest. The chest gives you a smug look, prompting you to skull black. Lustig. Nee, nicht nochmal. Aber das ist der einzige Nachteil, ist halt, es lohnt sich kaum hier Kämpfe zu machen, weil die Erfahrungspunkte-Ausbeute so gering ist. Aber spielmechanisch ist das wieder ganz schön clever, dass man sich hier nicht ohne... Warte mal, da kommen wir her, oder? Kommen wir da her? Dass man sich hier nicht total leicht hochgrinden kann. Das ist eigentlich ein guter Lock, dass man quasi mit jedem Stufenaufstieg weniger Erfahrungspunkte kriegt, also von den gleichen Feinden. Ne? Wenn man gegen stärkere Feinde kämpft, kriegt man natürlich auch wieder entsprechend mehr. Keine Frage, aber hier geht es ja wirklich darum, dass man nicht irgendwie am Anfang durch das Gebiet 2 Stunden durchläuft, alles wegplättet und dann irgendwie Level 30 oder so ist im ersten Teil. Das ist natürlich aus der Perspektive wirklich gut. Nur hier ist es jetzt so, wenn wir Kämpfe liegen lassen können, dann machen wir es natürlich auch, weil warum sollen wir die überhaupt starten? Ihr seht ja, ne, man kriegt für jeden Feind aktuell maximal einen Erfahrungspunkt. Hier komme ich hierher? Ja, hier kommen wir her.
Okay. Ja, dann war doch aber das super, nicht hier lang zu gehen, offensichtlich. War das absolut richtig. Ich will den Pompon umbringen. Danke. Weil sonst wären wir direkt irgendwie angekommen. Muss ich mir merken. Linksrum vielleicht doch nicht immer so eine schlechte Idee zu gehen. Weil normalerweise geht man immer mit der rechten Hand an der Wand lang. Ich habe mir gedacht, so, nee, wir machen das genau andersrum. Eine Truhe. Stinger 2. Ja, Waffen brauchen wir nicht. Okay, den muss ich kurz vorlesen, der war lustig. Oh boy, you came back to visit me. Does that mean you're my first fan? Jetzt habe ich so einen Handventilator dabei oder so. Und verwirre ihn komplett. Versteht ihr? Weil Fan ist ja auch, ne, wie der Ventilator. Witzig. Nicht. Okay. Das sieht doch jetzt aber richtig. Ohne Kreuzung, erst den linken Raum. Ich bin gut. You see a kitten curled up in the chest. Oh, it's so cute. As a result of acute kittenitis, you forgot to take whatever else was left inside. Ja, gut. Dann gehen wir hier rein. Nee, das sieht voll... Ach, ich dachte schon, das wäre voll richtig, aber... Janice Blazer. The chest is empty, but at least the interior is really nice. Velvet lined and everything. Cool. So. Ja, dann bleibt ja eigentlich auch gar nicht mehr viel übrig, ne? Dann müsste das jetzt eigentlich... Ey, das ist ja eine Punktlandung. Ey, ich kenne das den Dingens von diesen... Kann ich eigentlich hier die Kamera drehen? Nee, ne? Ich kenne das Layout dieses Dingens nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Umso stolzer bin ich gerade, wie gut es geklappt hat. Das ist ja exakt der gleiche Kampf, den wir gerade schon mal hatten, ne? Kurz halt nirgendwo dran. Das ist erbärmlich. Warte mal, kann ich jetzt nicht einfach da voll irgendwie so ein Earthlands? Nee. Stonehammer. Auch nicht. Petrifan Breach, Stone Impact. Ja, sowas. Und dann hau ich alle gleichzeitig weg. Das wäre voll geil. Und jetzt... Bam! Zack. Weg. Das war gut. Aber es wird uns halt auch wieder nur 8 Erfahrungspunkte geben. Es ist halt... Kampf an sich war ganz nett, aber mehr war es ja auch nicht, ne? Ever notice nobody else is running around looting these things? What do you think that is? Tja, wahre Worte. Oha. Schon wieder so ein Viech. Aber ist kein Problem. Bei diesem ist es schon ein Problem. Hauen wir einfach den direkt weg. Bam. Okay, das ging schief. So. Falls ich gerade irgendwas erzählt habe, ich habe völlig den Faden verloren, außer dass ich den Boss ja mit einmal wegklatschen wollte, was so gar nicht funktioniert hat. Aber das holen wir jetzt in 2 Zügen nach. Hauen die Ritterdinger noch weg. Aber interessant, ne? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wirklich so einen richtigen Zwischenboss haben. Jetzt abgesehen vom letzten Spiel, da gab es sowas natürlich auch schon, ne? Alleine Kanone im letzten Band. Dieser Name Kanone. Oh, übrigens, habt ihr das gesehen, dass die Schatten übereinander sich verdoppeln? So wie echte Schatten es halt tun? Das ist ja schön. Also, ey, besserer Schattenwurf als Dying Light 2. Das finde ich immer noch beeindruckend. Und dieses Spiel ist von 2004, ne? Ja, wir... Oder da geht's auch. Ja. Dann, ich wollte nämlich gerade sagen, wir nehmen unsere Taktik natürlich weiter und gehen nach links. Und dann... Letztes Mal sind wir nach oben gegangen, ne? Machen wir das wieder. Das ist ein Pferd, ist hier sonst was? Oh, shit. Egal, die können jetzt überhaupt nichts. Sehr schön. Ne, da war jetzt nichts. Hier ist eine Kreuzung, hier ist wieder eine Kreuzung.
Okay, es könnte jetzt hier auch weitergehen. Revolving Bomb, ne? Check as many times as you want. Nothing will ever be in here again. Ja, das sagst du jetzt. Ey, ich bin ja super. Das heißt, das ist hier... Look, I know you think it would be wonderful. Das heißt, das ist hier wieder eine Sackgasse gewesen, nur mit Truhen. Also bin ich hier maximal richtig gewesen. Ja, das ist wieder dieser komische Ritter. Nein, ach, nicht schon wieder. Das ist das Einzige, was mich so richtig nervt, ist, wie schnell die wieder respawnen. Das ist im, später ist das auch nicht mehr so krass. Da respawnen die zwar auch noch, aber nicht so zügig hintereinander. So, dann sind wir, glaube ich, nach unten oder nach links. Ich gehe jetzt mal nach links. Yes! Wenn jetzt keine Treppe kommt oder so, ist noch nicht so gut. Okay, ja. Dann waren wir wieder goldrichtig. Geil. Strange. This chest had something before at least. Okay. Und dann sind wir jetzt wieder hier in dem Raum. Jetzt gehen wir rechts. Okay. Eigentlich ja links. Ah, wobei, das ist ein Raum. Da könnte direkt... Ja, sehr gut. Pro tip, you can hide the body in an empty chest. I won't tell you what you did. Das war ja goldrichtig. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, sieht schon eher so aus, als ob es hier noch irgendwie weitergehen würde. Aber ich erblickte das Antlitz der Truhe und es ward um mich geschehen. Drum lasst uns jetzt endlich weitergehen. Über nichts, dann geht's nur nach oben. Links nichts. Oh nein, 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 kein Bock. Oh Gott. Also es ist wirklich kein Bock, ne? Weil ihr seht ja selber, die Kämpfe an sich, das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Was soll das? Nix ist das. Links war nichts, ne? Ja, genau. Da war ich ja gerade. Dann gehe ich doch erstmal wieder links, ne? Meine Glückssträhne kann ja gefälligst auch mal anhalten, finde ich. Okay. Links, links, links. Dann wieder oben. Nee. Aha. Hier ist jetzt nämlich... Okay, das wird der richtige Weg sein, weil hier ist eine Aufladestation. Ja, dann gehen wir aber nochmal ganz zurück, ne? Wobei, vielleicht ist ja hier einfach nur ein Raum oder so. Ja. Super. EP Charge. You're opening me again? How naughty. Ich mag diese Thronensprüche so, so gern. Das ist einfach so eine Schande, dass es sie später nicht mehr gibt. Wobei man noch sagen muss, hier war ich noch nicht, ne? Wobei man noch sagen muss, es gibt deutlich mehr später. Wahrscheinlich ist der Aufwand mit den Texten sowieso schon so hoch. Man muss sich halt vorstellen, die Texte werden ja von jedem Teil graduell immer mehr. Und es ist immer mehr Inhalt drin. Ich kann mir einfach vorstellen, ja, sehr gut, dass das irgendwann einfach zeitlich nicht mehr ging. The chest looks at you. You both know that neither of you have anything left to give. Okay. Nein! Ja, wobei, so ein Hinterhalt ist es jetzt auch wieder nicht. Aber jetzt müssen wir im Grunde genommen nur noch wieder dahin, wo wir schon mal waren. Kein Bock auf den Kampf, geh weg! Okay, gut geklappt. Aufladen muss ich halt einfach... Doch, warte mal. Hier, Estelle hat einmal EP benutzt. Das geht ja gar nicht. Okay. Okay. Oh. Sieht nach Ende aus. Hey. Aha. Huh. Well, you've got a shadow, so I'm guessing you ain't a ghost. So just who the hell are you? Welcome, my guests, to my humble transient abode. I receive you with open arms. Your host will not disappoint, I assure you. A mask? He's exactly as you and Polly described him, Estelle. So then, you are the ghost who has been disturbing room? Indeed, I am Princess Claudia. It is the greatest pleasure to meet you in person at last. How do you know who Chloe is? My pet, there's nothing, no item or secret on this plane or above which I cannot take. But I am uncouth and I have not introduced myself to my guests. Allow me then. I am Enforcer number 10, the mysterious, gentle, manly phantom thief Bleu Blanc.
Und den, meine Freunde, den kennen wir ja schon. Also wir haben ihn zwar noch nicht selbst getroffen, aber das ist genau der Kerl, der die Schnitzeljagd im letzten Teil gemacht hat. Und was wir noch nicht wussten, ist, dass er tatsächlich ein Enforcer ist, also ein Vollstrecker der Organisation Ouroboros. Und damit haben wir unseren ersten richtigen Feind getroffen. That is to say, the Enforcer number 10 of the Society of Ouroboros. Ouroboros? Oh, hell. Such murderous, withering glass. I assure you, they are not necessary today. I am merely here to perform a simple, trivial experiment. Not even the slightest hair on my body has any intention of conflict with you. An experiment? Wait, that's the black ornament Colonel Richard had, the gospel. Quite. Except, unless my eyes deceive me, that one is even larger than the last. Interesting. It is as he said then, you already know of these. The gospel I hold is a new model, developed for the purpose of experiments such as this. Das Interessante ist, ich glaube, jetzt weiß ich sogar, wo die herkommen, nämlich vom Black Workshop, was dann in Threads of Cold Steel wichtig wird. Ach, jetzt ergibt es viel mehr Sinn. It has proven quite the aid in my tests over the past few days. Tests? What tests? What indeed, as they say, a picture is worth 1,000 words. Allow me to show you in person. Babam. Nämlich eine Astralprojektion, the ghost. No, it seems to be a projection of some sort, cast into the air using that device. I've never heard of such a device being invented. Naturally not. This is a hologram projector that we developed. Of course, the projector on its own can cast images little farther than this, but with the power of a gospel, one can do things such as this. Wow. Holy. Und jetzt wisst ihr auch, wie dieser Geist zustande gekommen ist. Ja, komm, flieg zurück. Well, the concept is clear enough, I think. The good citizens of Ruin received a once-in-a-lifetime performance. They should be thrilled. So this was all just a bunch of bullcrap pranks then? Pranks. Such an insult to my performances. It was a gift of enjoyment and distraction to a city suffering the stresses of a heated election. Can you not see the beauty of such a gift? Okay, I cannot get what you're doing, I think, but tell me, why did you all do this? Why did you scare so many people? What does Ouroboros have planned? But it is not my place to speak the mind or the purpose of the Grandmaster, forgive me. Why I myself am here, assisting in the plan, however, is simple. I have come seeking an audience with you, Princess Claudia. What? Your beautiful pride, which was once such magnificent display when you brought justice upon the old mayor. I agreed to participate in this plan to claim that beauty for my very own. Das ist interessant, das hatte ich schon wieder voll vergessen. LeBlanc ist also erst zu Ouroboros dazugegangen, als er mit uns gespielt hat. Danach ist er quasi gesagt, so alles klar, ich will dabei sein. Das ist interessant, hatte ich völlig vergessen. Beziehungsweise vielleicht habe ich es auch letztes Mal gar nicht einfach so wahrgenommen. Ne? I have awaited this day on pins and needles for months. You cannot imagine my joy. What? Justice upon? You mean what happened with Mayor Delmore? Wait, how the hell do you know about that? I was a fly on the wall for that little event, or perhaps a shadow? Like this, for example. Der Butler nämlich. You were in the Delmore mansion. A phantom thief is, in essence, a worship of beauty. We chase it, we covet it, and that which is prideful cannot help but captivate us. Princess, your pride has stolen my heart. Indeed, you have stolen the heart of a phantom thief. What sweet humiliation this is. My pet, how do you intend to atone for such a slight upon me? I don't really... He's so full of himself, he's about to fall over. Sounds familiar, doesn't it? Okay, it's genau wie Olivier. So you're an agent of Ouroboros. You aren't what I was expecting, but... If you're going to try and hurt Chloe, I'm definitely gonna stop you. Still...
Right, in accordance with the laws of the Bracer Guild, you are hereby under arrest and charged with intrusion, theft, and bunch of other junk. We get a whole lot of questions for you, that gospel being just the start. So come quietly or we break your teeth. How bullish. Arrest me? Well, it would be invigorating to have a little fracas. Fracas? Kenn ich nicht. I did choose this place for a reason. I shall allow him to be your opponent, I believe. Huh? What the... I would say I have a bad feeling, but somehow I feel it's too obvious. Ja, was könnte das nur sein? Komm, wir spulen mal ein bisschen vor. Es ist ein Archaism. Archaism? Ein Archaism. What the heck is that thing? Some kind of armored centaur machine? Ach stimmt, guck mal, der hatte hinten noch mal Beine. Quite, it seems he was once the guardian of this place. The poor chap was half broken when I arrived. I repaired him out of the kindness of my heart, you see. Since he's here, I think he could serve as a worthy opponent, don't you? You have to be kidding. Here it comes. Bam! Und jetzt wird geballert. Moment, wir können ja erstmal gucken, was hat er denn so für Schwächen? Blue Impact. Gucken, wie viel das abzieht oder ob ich lieber drauf haue. Ich komme nirgendwo dran, nur. Aber wir können so... Nein, ich bin dumm. Das ist die Heilung. Ich dachte, ich könnte draufhauen. Dumm. So. Final Break. Ja, immerhin ein bisschen zieht's was ab, gell? Das sollte relativ schnell trotzdem durch sein. Ich würde sagen, wir hauen einfach drauf. Einfach volle Lotte. Tschüss. Zack. 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 Ja. So. Zack. Also normalerweise kein wirklich einfacher Kampf, gerade weil der auch neue Gegner respawnt. In unserem Zustand ein kleiner Witz. Phew, we won, I think. What a waste of time. Alright, clown, your turn. Hope you don't mind a few missing teeth. Really no, such a lack of elegance in your fighting styles. I'd hoped for better. Well, if I must, let me show you a proper example of elegance. Flame. What? The torches. Eagle? Oh, das ist cool. Er kann die Schatten auf dem Boden festnageln und dann können die sich nicht mehr bewegen. Did something to our shadows. Apologies, my guests, but I must ask that you remain still from this point forward. You seemed surprised when Delmo's treasure did this. However, for we enforcers, such abilities are trivial, even without such crutches. No, damn it, didn't expect this. Scream! Oh, guck, selbst der ist in der Luft hängen geblieben. Your chivalrous bravery is admirable, but I must ask you to remain still for a while. Ah, my Princess Claudia, you're now a prisoner to my desires. How does it feel, I wonder? Do not think that this will break me. Even if you bind my body, you shall never enslave my heart. So long as I am myself, you will never take me. Yes, yes, those eyes! Those eyes that shine with such beautiful pride which say, I will never break. That shine is what I desire. Ah, you are everything I hoped for. Hey, cut the crap, okay? Creepy mask dude, get the hell away from Chloe. Creepy mask dude? Really? Do not understand the beauty of this mask. You have a very dim understanding of refinement, pet. I ask you to be silent. Huh? Oh, my apologies. You've simply made a very crude mistake. I'm afraid I couldn't help but give an innocent chuckle. Oh, this should be amusing in the way watching a pig wallow in mud is captivating. But what exactly is my mistake, bard?
I certainly wouldn't deny Claudia's beauty, not even for a moment. Her beauty, however, extends far beyond the estimation your frail, tasteless aesthetic provides. You may approach her again when you have learned the first thing about beauty, jester of the Grandmaster. What? Your words are bold in the face of death, Erebonian. But what gives the vagabond musician scum such as yourself any right to insult my sense of beauty? Choose your next words carefully, for they will determine your fate. Well, then I shall phrase them as a question. What is beauty? You disappoint. I expected more than such foolishness. Beauty is pride, a distant light gleaming far above mortal cares. Indeed, can any other answer even be allowed? I think not. Really, I can't even laugh at such an answer. True beauty, bleu blanc of Ouroboros, is love. What? Beauty only exists because people are brave enough to love. And without love, without the bonds of affection and camaraderie that bind us together, beauty is naught but a hollow illusion. The prideful and the humble both shine as a diamond in love. How childish. Love is the hollow illusion, you kluddish jongleur. Beauty is an absolute. Its existence does not depend on transient. Ich finde es einfach geil, dass wir jetzt darüber diskutieren, was Schönheit wirklich ist. I've never been forced to listen to a more brain-rottingly stupid conversation in my life. Ja, aber wirklich. I'm not quite sure what to say to all this. Never would I have expected to find a proper rival in the ways of a beauty among such room. Musician, give me your name. Olivier Lenna. A wandering bard and hunter of love, roaming to and fro in search of its perfect manifestation. Olivier Lenna. I shall remember that name. Hey, I finally found you guys. Hey, sorry, I know you said to wait, but you guys were so late. I couldn't wait anymore. Dorothy? No, Dorothy, run away, please. Huh? Hey, a masked man in white clothes. You're the ghost, aren't you? You are. Well. Okay, say cheese. Und jetzt sind die Schatten alle kurz weg gewesen. Es ist so gut. I can move again. Well, hey, the flash bulb wiped our shadows. Oh, what an astounding girl. Photography and perfect timed heroism all in one package. Leave it to me. Even though I don't know what I did. Und lacht sich kaputt. Das ist auch wirklich ein Haufen komischer Leute. Crap, the gospel. Oh, it has been an age since I have been entertained so. You have my thanks, my guests. You son of a... What are you gonna do? I'm going to end our revelry for tonight. Forgive me if I seem an ungracious host. It appears, however, that I must take stock of my assumptions about you. I can see now why the Black Fang takes such an interest in you. Das ist Joshua. We are old acquaintances in a sense. The reason you came to my attention at all was because I noticed that shock of black hair, those amber eyes with you. Though his memories have returned to the stage of his mind, I do wonder where he's rehearsing. Das ist nämlich auch wieder sehr gut geschrieben, weil man könnte natürlich jetzt sagen so, hä, aber warum um alles in der Welt hat der Phantom Thief ausgerechnet so ist auf Estellens abgesehen? Ja, logisch, weil natürlich Joshua eigentlich zu Ouroboros gehört hat und es kann sein, dass Bleu Blanc da schon drin war oder auch erst dann gekommen ist. Auf jeden Fall war er kannte ja den und das fand er interessant und deswegen hat er sich um die gekümmert und jetzt merkt er eigentlich, dass die selber super interessant sind. Eigentlich eine coole Sache. Und da beamt er sich weg. I must now take my leave, my guests. The true plan has but started. I would gird yourselves for long labors and suffering ahead if you intend to oppose us further. And I do intend to keep our little game going on the side. Till next we meet. Und das war's. He's gone. I still can't believe it. Ooh, it's like a magic trick. Most impressive. I suppose it behoves me to take him as my rival. Okay, we are so beyond worrying about rivals here. He may look like some pervert ballroom freak, but the power of his is not normal. Yeah. Ouroboros wasn't just that Lawrence punk then. They are all way stronger than I thought. And so the ghost incidents that had so stirred Ruan came to an end. The next morning, Estelle and the gang parted with Dorothy and returned to the guild. I see. Good work, all of you. The Society of Ouroboros. To be honest, I only half believed Cassius when he told me about that secret society up to no good. But, well, here's the reward for completing the investigation.
Sure didn't expect it to turn out like this though. Bam, bam, bam. I'll have the results forwarded to Brigadier General Bright and the rest of the army immediately. I get the impression they're desperate for information too. Yeah, please do. Those chuckle nuts can make something like that hollow, whatever thing. Ouroboros is capable of more than we ever dreamed of. Not to mention whipping out another gospel like it's a friggin' toy or something. The real objective seems to have been performing experiments with a new gospel. The fuss about the ghost was little more than the whim of the man in charge, really. He called himself Enforcer number 10, genau, bla bla bla. Enforcer is probably a title for ranking agents in the society, genau. I'd put money on the man we know as Lieutenant Lawrence being another one. So ist es nämlich. Estelle? Yeah, I know, the Black Fang. That's what Joshua called himself that night he disappeared. Joshua was also an enforcer, I bet. Thought so. If he's just like the Phantom Fool, all those weirdly specialized skills he seemed to have make a lot more sense. I'm guessing he was hiding what he was truly capable of the whole time he was with us. Yeah, maybe. Hey, Gene, what is it? That Phantom Thief guy said the Society's plans had only just begun. I think they've got plots and stuff in motion all over Liebe. Have you heard anything from the other branches? Anything weird? Nothing that stands out. Bet you're right though. They're starting to act in the shadows all over Liebe. Given that our little ghost fuss is over, it might be wise for you to head somewhere else. Yeah, good thinking. Don't suppose any other branches need help in general? Guess the Zeiss branch, sort of. Their stand-by Gandalf had to head to Grandson. Sounds like they're fairly undermanned at the moment. Also der nächste Ort, wo wir hingehen wird, the Bose branch is dispatching Sting to help us out in a few days. Genau. Professor Russell. Es geht also zurück in die benachbarte Region, wo auch Tita zu Hause ist. Well then, we should head for the airship port as soon as our preparations are complete. Gene, if you would be so kind as to prepare 4 tickets to the Zeiss-bound flight. Pardon? Where do you get your off taking the lead and... Hold on, 4? Well, naturally, you and Agatha, and then myself and Miss Chloe here, of course. What? I thought this might come up, but you're gonna come with us? The search of Joshua is my mission as a hunter of love, not to mention the matter of my new rival. It should be reason enough, I would think. Okay, wait, leaving you totally friggin' insanity aside for a second, don't drag Chloe into this, you jerk. She doesn't even want... No, actually I was going to ask for the same thing. Say what? This malicious, mysterious society is operating within the borders of Liebe, plotting who knows what. As what I am, I cannot simply ignore what they are doing, I must act. Besides, I want to help Joshua and you, Estelle. Oh, Chloe, but your classes. This morning I sent a letter to Dean Collins stating that I will be needing a break from lessons. My exam scores are excellent anyway and I have all the credits I need to move on at the end of the year already. Sie ist einfach so gut, ich kann jetzt einfach aufhören mit der Schule. Okay. Sorry, die kommt mit. Also ist unser Team zu viert und wir ziehen weiter. You don't mind, right? Why the hell not? Having her skills in all arts and that bird of hers around will help a lot after all. Thank you. Okay. Well, we're all friends after all. We're the Red and Blue Knights, remember? Now let's combine. Ja, bla bla bla, ihr kommt mit. Don't get to add roles. Though we should classify you two as temporary assistants. That way the guild can pay expenses for you. Yes, please do. Well, I shall assist you with all my heart. Let us be off. Und das, meine Freunde, war endlich Kapitel 1. Ich speichere nochmal kurz ab. Zack, zack, zack. Und ich weiß, hier passiert noch ganz viel. Ach, das gucken wir uns noch eben an. Jetzt habe ich es verkackt. Da ist er. Nein, hier machen wir Schluss. So, was hier passiert, warum Bleu Blanc da steht, was er vorhat und was jetzt in Kapitel 2 passieren wird, das ist etwas für die nächste Folge. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir haben rausgefunden, was hinter den Geistern steckt. Wir haben den ersten Enforcer getroffen und die Story fängt an, richtig Fahrt aufzunehmen. Was aber in der nächsten Region passiert, werden wir wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge sehen, denn da haben wir noch 2, 3 Nebenquests zu machen. Aber ich schätze mal, wir werden zumindest am Ende der nächsten Folge in der Zeiss-Region landen. Und ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!